Okay, erstmal mega cool, dass du die Zeit nimmst. Vielen, vielen Dank. Freut mich echt riesig. Ich verfolge ja echt schon eine mega lange Weile. So damals wann war das? Vor 3 oder 4 Jahren, als ich so überlegt habe, vielleicht nach Israel zu ziehen, als ich einen israelischen Freund hatte und so weiter. Da bin ich irgendwann so auf deine Kolumne gestoßen. Guten Morgen, Tel Aviv. Und Ja. daraus ist ja dann dein Buch entstanden quasi. Und darunter bist du auch bei Instagram zu finden, für die Leute, die dich jetzt nicht kennen vielleicht. Mhm. Man findet dich ja aber unter 1000 Namen im Internet. Unter Höftmann, unter Jensen, unter den Namen kann ich nicht aussprechen, Chiobatura oder so. Ciobutaro. Chiobutaro. Wie soll man dich denn jetzt nennen überhaupt? Im Zweifel Katharina. Das reicht. Ja, ich bin einfach geboren, Katharina Höftmann, dann geheiratet. Mein Mann ist Ciobutaro, das ist ein rumänischer Name, ist der Schuhmacher auf Rumänisch. Und ich habe ja noch so eine Chick-Lit, wie sich das nennt, also so Frauenliteraturreihe, wo Ja. ich Bücher veröffentlicht habe. Und ich wollte das einfach ein bisschen trennen von meinen anderen Büchern, weil das andere ist ja alles sehr Israel-lastig. Und da sind wir einfach als Pseudonym auf den Namen Jensen gekommen. Aber ich Mhm. habe bisher immer nur unter Katharina Höfmann veröffentlicht. Mein neues Buch werde ich aber unter meinem Komplettnamen veröffentlichen, also Höfmann Chobotaro. Was mir nicht leicht fällt, weil Chobotaro echt ein schwerer Name ist. So. Ich glaube, für Ja. deutsche Buchhändler wird es nicht leicht, aber irgendwie ist es halt mein Name und es gehört jetzt irgendwie langsam echt mal zu mir. So langsam, so irgendwie 7 Jahre nach Langsam. 7 Jahre nach meiner Hochzeit. Der Name ist ja dann aber auch ganz schön lang, ne? Katharina so lang, Höftmann so lang, Chiobutaro so Ja, lang. und soll ich dir was sagen? Ich bin ja auch noch übergetreten zum Judentum. Das heißt, ich habe also auch noch einen richtig jüdischen Namen und das ist Rivka Bas Abraham Eveno. Also ich ziehe die langen Namen magisch an. Ich habe da sogar mal eine Kolumne drüber geschrieben, darüber, dass ich so viele Namen habe und dass Habe ich meine Kinder gelesen. mich aber der Einfachheit halber einfach Mama nennen. Dann geht's ja. Vielleicht solltest du das Genau. für die Öffentlichkeit auch so machen, dass Leute dich Mama. Ich werd die neue Mutti, leichter die neue Mutti ansprechen können. Deutschlands. Genau, mega witzig. Du bist ja jetzt schon eine ganze Weile in Israel. Damals hast du das Buch ja, glaube ich, ziemlich am Anfang geschrieben, Guten Morgen Tel Aviv, wo du noch nicht so lange da warst und hast ja super witzige Geschichten da reingeschrieben über die ganzen Kuriositäten, die dir so den ganzen Tag entgegenkommen. Wenn du jetzt Mm. so darauf zurückblickst und jetzt schon länger da bist, was sind denn Sachen, an die du dich wahrscheinlich nie gewöhnen wirst? Also das ist lustig, dass du das ansprichst, weil ich mache ja immer noch Lesungen tatsächlich mit diesem Buch, obwohl das schon so Ja. lange draußen ist. Aber das ist so ein Evergreen. Das ist irgendwie, ich kriege immer noch Zuschriften zu dem Buch, ich mache immer noch Lesungen dazu, es gibt immer noch so sporadisch hier und da einen Artikel darüber oder ein Interview. Also es ist wirklich verrückt. Das ist so wie so ein, weiß ich nicht. Also es wird mich wahrscheinlich also auf meinem Grabstein wird stehen, sie schrieb Guten Morgen Tel Aviv und Ja. sonst nicht. Und wenn ich jetzt natürlich irgendwie das lese, also wenn ich jetzt Lesungen mache, wir haben uns ja auch auf einer Lesung in Berlin letztes Jahr getroffen, Genau. dann denke ich manchmal beim Lesen, ach Mensch, das hat dich irritiert oder das fandst du irgendwie komisch, weil das natürlich schon so ist. Ich meine, ich bin jetzt 10 Jahre hier und das Buch ist wirklich im ersten Jahr entstanden. Also das war auch das Härteste, muss man wirklich sagen. Es war sicherlich Mhm. auch das Spannendste, aber es war ganz bestimmt auch das härteste Jahr. Aber es gibt Sachen, die mich immer noch, würde ich sagen, manchmal irritieren. Deutlich weniger, aber ich finde es immer noch manchmal amüsant, wie Israelis sind. Also im Positiven wie im Negativen. Wir haben zum Beispiel gestern Abend ja Pessach gefeiert. So, jetzt war ja hier eine totale Ausgehsperre. Niemand durfte aus dem Haus gehen. Und alle hingen aus den Fenstern und haben sich irgendwie gegenseitig vergewissert, dass alle zu Hause sind und alle haben zusammen irgendwie die Pessach-Lieder gesungen. Und das kann man sich in Deutschland einfach nicht vorstellen. Also es gibt sowas, ich nenne das israelische Zusammensein, Ja. ähm, was eben manchmal auch zu eng ist und manchmal denkt man so, okay, hallo, wir stehen an der Supermarktkasse, kannst du vielleicht einfach einen Meter Abstand halten? Also jetzt dank Corona tatsächlich Ganz so, dass die neues Leute, Feeling für die Israelis. ja, ich dachte auch so, oh, man braucht nur eine weltweite Pandemie, damit die Israelis mal lernen, was Personal Space ist. Also jetzt ist es so ein bisschen, dass so der persönliche Raum ein bisschen mehr geachtet wird, aber im Grunde genommen ist es jetzt immer noch so. Also wir waren vorhin mit den Kindern auf so einem kurzen Spaziergang draußen und dann lief so eine ältere Dame ohne Maske einfach so
weiß ich nicht, 20 Zentimeter an meinen Kindern vorbei und redete dabei auch noch und spuckte quasi so weißt du, so Redespucke aus. Und ich so, nein. Und da war es wieder sehr deutsch. Was ist das jetzt? Achso, das bist du. Es war Telefon. Alles gut. Bitte falten Sie Ihr Handy auf für dieses Interview. Nee, das ist Haustelefon. Man hat noch sowas wie ein Haustelefon. Oh, du hast noch ein Festnetztelefon. Nicht schlecht. Guck an. Ja, also das ist was ich immer noch amüsant finde. Und was ich, das war, glaube ich, habe ich jetzt erst so richtig verstanden, wo ich selbst, also ich bin jetzt ja schon eine Weile Mutter, mein Großer ist ja fast 6, aber das ist so, weißt du, deutsche Eltern, das Kind irgendwie steht und atmet, deutsche Eltern, okay, es steht und atmet, israelische Eltern so, mein Leben, mein König, Ja. du stehst und atmest, ja, und man denkt so, das Kind hat gar nichts gemacht, aber okay, also das ist auch, finde ich, was sehr israelisches, aber mittlerweile die meisten Sachen, also es gibt natürlich immer noch Sachen, die mich nerven, aber weißt du, mich nervt in Deutschland ja auch, nerven mich ja auch Dinge, also es ist überall nerven dich Dinge, wenn du danach suchst. Ja. Aber die meisten Sachen, die mir früher sehr zugesetzt haben, wie dieses was ich so als unhöflich oft beschreibe oder so als Grobheit, das ist eigentlich was ich mittlerweile fast zu schätzen gelernt habe. Also das alles so gar nicht formell ist und du kannst irgendwie zu jedem sagen, ey, warte mal, kannst du das und das und das ist total okay. Also ich habe mich da sehr, sehr gut eigentlich mit arrangiert, muss ich sagen. Ist Israel denn mittlerweile dein Zuhause? Also bleibt ihr sicher da oder geht es vielleicht irgendwann zurück oder ganz woanders hin oder jetzt stand jetzt? Stell mir keine Frage, auf die ich keine Antwort weiß. Aber also ja, jein. Also ich meine jetzt, wir sind jetzt seit 10 Jahren hier. Wir haben hier 2 Kinder. Dieses Jahr kommt unser Großer in die Schule. Da sind wir ja natürlich auch nicht mehr ganz so flexibel. Ich denke immer noch, dass es irgendwie mal toll wäre, eine Weile in Deutschland zu leben für die Kinder. Ich muss aber sagen, es ist bei mir eher so, schön meine Katze auch im Hintergrund, es ist bei mir eher so ein bei Pessach, oder? ja, das ist die andere. Ich habe ja mittlerweile, die haben sich ja hier quasi vermehrt. Ich hatte, als ich zu Morgen Tel Aviv geflogen hatte ich eine, jetzt habe ich 3. Also deswegen schreibe ich so viele Bücher, um das ganze Katzenfutter zu bezahlen. Nee, aber das Problem ist, ich finde es theoretisch eine coole Idee, mal in Deutschland zu leben, auch für die Kinder und für die Kultur und so weiter. Aber praktisch, ich meine, guck dir das Wetter an. Das Meer ist 10 Minuten weit weg. Es ist für Kinder sehr toll in Tel Aviv, muss ich sagen. Es ist eine sehr extrem kinderfreundliche Gesellschaft, eine extrem kinderfreundliche Stadt. Und ich liebe das hier zu leben. Insofern, also jetzt erstmal auf jeden Fall hier, würde ich sagen. Du hast ja eben schon angesprochen, dass du ja damals für deinen israelischen Mann nicht nur quasi nach Israel gezogen bist, sondern ja auch deinen Glauben gewechselt hast und zum Judentum übergetreten bist. Wie hatten dein Umfeld damals darauf reagiert? Das ist ja schon ein einschneidender Schritt, sag ich mal. Ja, das Gute ist, so eine Konvertierung ins Judentum dauert ja gefühlt 1 Million Jahre. Das ist ja schwieriger als ein, weiß ich nicht, als ein Doktortitel in weiß ich nicht, Atomphysik, was für mich auch sehr schwierig wäre. Aber also deswegen war es ein sehr, sehr langer Prozess von, ich glaube, ich mache das jetzt wirklich, jetzt fange ich an, okay, jetzt habe ich es fertig. Ne? Also ich glaube, es waren insgesamt 8 Jahre. In 8 Jahren haben die Leute ganz gut Zeit, sich an den Gedanken zu gewöhnen, auch ich selbst. Ich glaube, für meine Eltern ist es immer noch so ein bisschen, ich glaube, wenn meine Eltern mich beschreiben würden die immer noch nicht den Begriff Jüdin sagen, weil das für die, glaube ich, immer noch so ein bisschen nicht unsere Tochter so ist. Ich glaube aber, dass die meisten meiner Freunde das schon als Beschreibung für mich verwenden würden. Und die meisten, es war niemand, der zu mir gesagt hat, warum machst du das denn? Also, obwohl wir ja so eine Generation sind, gerade in Deutschland, die mit Religion nicht viel am Hut hat, war das jetzt nie, dass irgendwie jemand zu mir gesagt hat, das ist ja totaler Bullshit oder so. Ich glaube, es gab schon bestimmt Leute, die gedacht haben, das ist ja krass, jetzt muss die das für ihren Mann machen. Was so auch nicht ist, weil so funktioniert das nicht. Du kannst das nicht nur für jemanden machen. Du musst da schon selbst dran glauben, sonst schaffst du auch diese Prüfung nicht, die du da am Ende machen musst. Also du musst es leben, du musst wirklich daran glauben. Und deswegen, sicherlich war mein Mann der ausschlaggebende Punkt. Ich wäre jetzt von alleine bestimmt nicht darauf gekommen, zum Judentum zu konvertieren, aber am Ende, glaube ich, war das schon eine sehr bewusste Entscheidung, die ich auch eigentlich alleine getroffen habe. Und ich glaube, das hat mein Umfeld auch einfach dann kapiert. Das ist nicht das, was ich nur für einen Mann mache, sondern dass das auch wirklich was ist, wo ich hinterstehe und was ich auch in gewisser Weise lebe. Also wir sind jetzt nicht orthodox, aber wir leben schon alle Traditionen. Wir halten uns an sehr viel vergleichsweise. Also mein Mann ist sogar koscher. Da habe ich immer noch so ein bisschen meine Probleme mit.
Aber so insgesamt, genau, halten wir uns da schon an relativ viel, so im Vergleich zu so total säkularen Familien. Aber der Prozess, wenn du konvertierst, da bist du schon orthodox, oder? Also du musst ja Ja, ja, orthodox genau, ja, konvertieren und ja. da Also wirklich ja, alles. ja. Genau, Mhm. konvertieren kannst du in Israel nur orthodox, alles andere wird nicht anerkannt. Und das Mhm. ist natürlich schon, also das ist, bei mir war das also also die Zeit sozusagen des Lernens und der enge Prozess sozusagen, jetzt nicht das Ganze davor und danach, war insgesamt ein bisschen mehr als ein Jahr. Und in dem Jahr haben wir also auch wirklich Schabbat eingehalten und ich habe jeden Morgen das Morgengebet gebetet und wir sind jeden Freitag in die Synagoge gegangen und manchmal auch samstags noch, also Schabbat und haben auch die Feiertage wirklich sehr religiös gemacht. Ich habe mein ganzes Geschirr religiös gemacht, also koscher gemacht. Ich habe in der Zeit auch wirklich nur koscher gekocht. Wir hatten ein Service für Milchiges, für Fleischiges. Wir haben den Ofen sozusagen nur noch für Milchiges benutzt. Also das war schon, also ich weiß Viel sehr Arbeit. viel, weil ich es wirklich gemacht habe. So, ne? Also Mhm. das ist ganz so, jetzt, wenn wir in der Familie einen Feiertag haben, dann bin ich jetzt mehr diejenige, die sagen muss, welches Gebet wir sagen, weil ich natürlich gerade erst alles so quasi gelernt habe und deswegen noch Mhm. alles sehr frisch ist bei mir. Was war denn so das Schwierigste in dem Prozess? Kannst du irgendwas sagen, wo du sagst, so, das war echt hart Ja, so? an Gott glauben, schlichtweg. Also ich bin ja ich bin ja geboren in der ehemaligen DDR. Also als ich geboren Mhm. wurde, war es noch die DDR. Ich bin ja 84 geboren und bin in eine Familie reingeboren, die eigentlich quasi komplett areligiös ist. Also bis auf eine Großmutter, aber meine anderen Großeltern, mein Großvater war super Sozialist, rote Socke, gar nichts mit Religion am Hut. Meine Mutter ist auch schon nicht mehr getauft und so. Also wir haben Mhm. damit gar nichts, ne? Also so, ich finde, es ist manchmal leichter, wenn du immerhin schon an Gott glaubst und dann trittst du über, weiß nicht, vom Christentum zum Judentum oder in welche Richtung auch immer. Aber ich habe gar nicht in Gott geglaubt. Das war für mich gar nicht ein Konzept, was in meinem Leben irgendwie den Platz hatte. Und deswegen Mhm. muss ich schon sagen, natürlich im Judentum ist es extra schwer, weil du einfach 613 Geh- und Verbote hast und es ist einfach ein unglaubliches Wissen, was du dir aneignen musst auch und eine Routine auch, weil das allein nur auswendig zu lernen reicht nicht. Du musst mal einen Schabbat einhalten, um zu kapieren, kann ich jetzt eigentlich einen Apfel schneiden oder nicht? Was ist jetzt genau eine Arbeit, die ich nicht machen darf und was schon? Das heißt also, das ist erstmal sehr, sehr viel lernen und sehr, sehr viel neu machen und dann eben sehr viel machen. Also Judentum funktioniert sehr viel über das tatsächliche Tun, Ja. nicht nur irgendwie theoretisch. Und das ist natürlich auch schwer, das will ich gar nicht kleinreden, das ist extrem schwer, wenn man so ein Leben nicht gewöhnt ist. Aber für mich war es wirklich einfach diese Idee, dass es einen Gott gibt und dass ich daran glaube, dass es den gibt und dass der eine höhere Macht ist und so weiter. Das war für mich gar nicht einfach. Also das in mein Mhm. Leben zu lassen, also das war eigentlich das Schwerste, ja. Okay. Du hast mal einen Artikel geschrieben, ganz lange schon her. Du bist meine Liebe und Israel ist es mit dir, wo ihr so ein bisschen über eure Beziehung quasi redet. Und ganz am Ende sagst du ja auch, dass du oder ihr beide nicht wisst, ob ihr so eine Beziehung, das Modell euren Kindern jetzt empfehlen würdet, quasi. Hm. Was glaubst du denn, ist so die größte Herausforderung einer binationalen Beziehung? Also ich glaube erstmal, jede binationale Beziehung hat ihre Tücken. Da ist natürlich erstmal die Sprache. Es ist einfach Ja, ein Zugeständnis, wenn du nicht in deiner Muttersprache mit jemandem reden kannst. Also ich spreche sehr gut Englisch und mein Mann spricht sehr gut Englisch, aber es ist einfach nicht deine Muttersprache. Bei mir wiegt es extra schwer. Also ich bin ja nicht umsonst Schriftstellerin. Die Sprache ist für mich schon was sehr Zentrales. ja, Das heißt, darauf zu verzichten ist erstmal krass. Und dann ist es natürlich, also Israel ist natürlich auch nicht Spanien oder Italien. Das ist schon nochmal, wenn du aus Deutschland guckst, weiter weg, also rein geografisch weiter weg, aber auch weiter weg vom Gefühl her. Ja, du fährst nicht als ja, Kind schon nach Israel oder so. Also ich war tatsächlich als Kind schon in Israel, aber es war reiner Zufall. So, während Italien ist viel näher, ja. Du hast auch viel mehr Italiener in Deutschland, weiß ich jetzt nicht, als Israelis mittlerweile. Also wahrscheinlich mehr ja. Israelis zumindest in Berlin. Das heißt, ich glaube, so, das war irgendwie so ein Faktor. Und dann, was natürlich in dieser deutsch-israelischen Geschichte besonders ist, ist einfach dieser riesen Koffer an Geschichte, der da irgendwie gleich mitkommt. Also
ich bin nicht mit einem arabischen Israeli, sondern mit einem jüdischen Israeli zusammengekommen. Und das ist natürlich einfach diese deutsch-jüdische Geschichte, die wirst du erstmal nicht so schnell los, ne? Also das schwingt schon mit. Und dann war bei uns eben aber auch nicht nur diese kulturellen Unterschiede und das irgendwie, wo soll man leben und wer lässt jetzt sein Leben zurück sozusagen und fängt ein neues Leben an, sondern zusätzlich eben auch noch die Religion, weil mein Mann also relativ früh, quasi am 4. Tag, nachdem wir uns kennengelernt haben, gesagt hat, okay, Frau meines Lebens, alles klar, machen wir hier so, aber sorry, ich muss bitte Jüdin werden. Und das beides zusammen war natürlich schon so, dass es uns manchmal echt an die Grenze gebracht hat und dass ich manchmal so zurückgucke und denke, Mensch, dass wir das geschafft haben, ist erstaunlich. So. Man kann sich dann nie wieder scheiden lassen. Das ist das Positive und das Negative. Man hat irgendwie so viel durchgemacht, dass man sich denkt, so, nee, also Scheidung ist keine Option. Und auch einfach, du weißt nicht, also wenn du dich scheiden lässt, was dann? Du kannst ja nicht zwischen 2 Ländern leben. So, das ist echt. Also ich glaube, dass das, obwohl, ja, genau, das ist, obwohl wir so eine globale Generation sind, die wirklich viel fliegt, was wir ja jetzt merken, wie es ist, wenn wir das nicht können, ist es echt, finde ich, hat es echt viele Tücken. So. Ja. Die nationalen Beziehungen. Ihr habt euch ja jetzt echt ein Leben zusammen aufgebaut. Ihr habt zusammen Kinder, habt geheiratet und alles. Viele scheitern ja an diesen kulturellen Unterschieden. Wenn du jetzt ein Paar treffen würdest, die noch so frisch quasi am Anfang sind und schon mit den Unterschieden zu kämpfen hat, hättest du irgendeinen Tipp, irgendwas, was du gelernt hast, wo du sagst, das müsst ihr auf jeden Fall machen, dann klappt es besser? Oh Gott, wenn ich es wüsste. Nee, also ich glaube, man muss es schon sehr lieben. Das ist schon wichtig. Also wenn das so, weißt du, wenn du dir nicht so sicher bist, ob der oder die das jetzt ist, dann denke ich mir so, wow, nee, lass es lieber, weil das echt ein Sack Arbeit ist. Und dann glaube ich aber auch, es ist sehr viel auch Glück. Also weißt du, es ist auch manchmal einfach Glück, ob du einen Job findest in dem Land von dem anderen. Es ist manchmal auch einfach Glück, ob du jemanden findest, der eine coole Familie hat, wo du dich auch zu Hause fühlst. So. Und dann glaube ich, also der Tipp sozusagen, den ich geben könnte, ist zu versuchen, bei sich zu bleiben. Also einfach sich nicht persönlich nehmen, sich nicht mitreißen lassen also so kulturelle Sachen sind ja was du sehr schnell persönlich nehmen kannst. Also ich habe hier am Anfang in Israel so viel persönlich genommen, weil ich mir dachte, boah, warum sind die alle so scheiße zu mir? Aber das hatte gar nichts mit mir zu tun, weißt du? Das ist einfach so die Art hier. Und ich habe das alles so persönlich genommen und habe dann irgendwie zu meinem Mann gesagt, so, deine Leute sind irgendwie so mies zu mir oder so. Und ich glaube, umgekehrt war das für ihn in Deutschland aber auch so. Also er hat in Deutschland, wir haben ja auch in Berlin gelebt 3 Jahre und er hat da echt auch viel miese Erfahrungen gemacht. Also wirklich Antisemitismus, Anti-Israel-Kommentare ohne Ende. Also natürlich auch Berlin, das ist ja auch nochmal besonders. Und von allen Seiten, also von Akademikern, von Bauarbeitern, völlig egal. Wirklich war so durch die Runde weg, junge, alte, wirklich wurscht. Und da musst du natürlich echt bei dir bleiben, dass du dich von sowas nicht mitreißen lässt. Und das ist, glaube ich, echt schwer. Aber die guten Nachrichten sind, man wächst total daran. Ja, das stimmt. Ich fand es auch total krass, weil man beschäftigt sich ja auch nicht so damit. Also ich meine, ich hätte nie gedacht, dass Berlin echt so antisemitistisch ist. Aber wo ich da mit meinem Ex-Freund war, mit meinem israelischen, wir haben auch so viele Sachen erlebt, wo ich dachte, das hätte ich nie gedacht, dass das noch so gegenwärtig ist und auch, dass die sich nur sehen auf der Straße und sofort dieser Vibe da ist. Also das fand ich richtig krass, das zu sehen. Also das ist aber, weißt du, das ist auch ein Phänomen. Ich habe da neulich mit Deutschen drüber gesprochen, die waren hier zu Besuch bei Freunden von mir und dann sind wir in so ein, ich drücke mich mittlerweile vor diesen Gesprächen, muss ich ehrlich zugeben, weil du kannst irgendwie nur verlieren und ich habe auch keine Lust drauf, aber die haben dann halt gesagt, ja, mit dem Antisemitismus ist doch gar nicht so schlimm und so und dann habe ich gesagt, ja, wisst ihr Leute, also ihr könnt auch nicht zu einem Schwarzen sagen, Mensch, der Rassismus ist doch nicht so schlimm, weil ihr seid ja nicht schwarz. Also natürlich sagt zu euch niemand hier das N-Wort oder so, das sagt zu euch niemand, weil ihr seid ja nicht schwarz. Und genauso erlebt ihr keinen Antisemitismus, weil ihr seid ja keine Juden. So, und bei mir ist es, ich bin da in so einer ganz komischen Position, weil ich bin für Deutsche noch deutsch genug, dass sie sich bei mir ganz viele Sachen sagen, zu trauen, also sie trauen sich bei mir Sachen zu sagen, die sie zu einem Juden nicht sagen würden. Ich bin aber schon so jüdisch, dass sie trotzdem das Bedürfnis haben, mir diese Sachen an den Kopf zu knallen. Und das war so ein Abend zum Beispiel, also da habe ich echt wieder meinen Glauben an die Menschheit verloren. Und das waren alles ganz schlaue Leute in meinem Alter, ja, und du hörst irgendwie Sachen und denkst so,
Wow, was ist denn los, Mann, ey? Haben wir uns so gar nicht, entwickeln wir uns überhaupt gar nie Ja, weiter? Also bleiben wir einfach immer auf der Stelle stehen? So, und die wissen oft gar ja, nicht, wo Antisemitismus anfängt und wo es aufhört und ignorieren das irgendwie so komplett. Das ja. ist schon krass. Ich glaube, es ist aber auch einfach irgendwie so ein Thema, ne? Du kennst selber die News in Deutschland, als sie noch hier gelebt hat, wie das auch berichtet wird irgendwie. Und das ist, ich habe ja jetzt vorgestern oder so gehört, ja, nee, also Corona, das ist eine Biobombe, die aus Israel kommt, wo ich mir denke, ey, ganz ehrlich, wenn es keiner war, dann sind es die Israelis wieder. Oder, also lasst euch doch mal was Neues einfallen. Das ist doch echt nicht wahr. Ja, das sind ja schon so Verschwörungstheorien. Weißt du, das ist Ja, schon so, da ist es klar, du hast es einfach mit Verrückten zu tun. Aber weißt du, das geht ja schon viel früher los. Das sind so Sachen wie, ja, mir wurde eben an dem Abend gesagt, naja, wenn mir jemand sagt, weil ich aus Köln bin und der andere kommt aus Düsseldorf, dann fühle ich mich ja auch nicht beleidigt. Und da dachte ich so, okay, was ist denn das für ein Vergleich? Also weißt du, so, ja, das ist so, hallo, oder Ossis und Wessis. So, ja, aber wenn die Wessis die Ossis dissen oder umgekehrt, ich so, naja, wenn die Wessis 6 Millionen Ossis umgebracht hätten, dann wäre es vielleicht ein Vergleich. Aber so ist es doch kein, was ist denn los, Leute, so? ja. Also das ist, oder auch Klassiker, also was die Israelis da machen mit den Palästinensern, das ist ja auch nicht so anders als was die Deutschen mit den Juden. Mhm. Nein, also, ne, Ja. das sind ja oft viel subtilere Sachen als so richtige Klassikerkeulen. Ja, das Schlimme ist halt, dass die wenigsten Leute sich wirklich mal, also ich meine, der Konflikt ist super schwer zu durchblicken allgemein, aber die wenigsten haben sich ja auch nur mal einen Moment damit beschäftigt und sehen dann irgendwie ein Video und bilden sich dann darauf ihre Meinung. Also ich weiß auch damals, dass echt Leute, auch wie kannst du mit einem Israeli zusammen sein, was die alles machen, wo ich mir denke, hast du jemals was mit einem Israeli zu tun gehabt oder dich auch nur grundsätzlich mal mit der ganzen Sache beschäftigt? Nein. Die Und daraufhin sehen einfach, halt verdammt gut aus. Das ist alles, was so, mich interessiert. Und sie sind genau, extrem lustig. Ne? Und die lustigsten das Männer der stimmt. Welt, finde ich. Das stimmt auf jeden Fall. Die nehmen das Leben auf jeden Fall nicht so schwer. Ach, da passt die nächste Frage. In Deutschland ist ja so dieses Sicherheitsdenken total krass ausgeprägt. Also jetzt nicht Sicherheit im Sinne von Landessicherheit, sondern Sicherheit von, ich habe einen sicheren Job und ein sicheres Haus und ich lebe in diesem Schema quasi. Und Mhm. viele bleiben ja auch da drin, wenn die eher unglücklich sind, einfach um dieses Sicherheitsdenken quasi für sich zu behalten. In Israel hatte ich jetzt immer so das Gefühl, dass es natürlich die Leute viel lebendiger sind. Ne? Da geht es nicht so um Sicherheit, vielleicht auch durch die Situation. Die wechseln öfter mal ihren Job, die gründen einfach mal ein Start-up, ob es klappt oder nicht. Du hast dich ja jetzt augenscheinlich für die unsicherere Seite entschieden. Was hast du in Israel gelernt? Also wie hast du deine Sichtweise so verändert durch das Leben in Israel? Oh Gott, ja, also wo soll ich anfangen? Also ich glaube, dass mit der Sicherheit, also ja, einerseits ja, andererseits muss man sagen, also guck mal, wir leben jetzt zum Beispiel in Tel Aviv. Wie du siehst, haben wir eine Dachgeschosswohnung mit einer großen Terrasse. Wir wohnen wirklich im Zentrum von Tel Aviv. Also man kann sich vorstellen, was wir hier ungefähr an Miete zahlen. Mhm. Trilliarden. Das heißt, das mit der Sicherheit ist natürlich so schön dahergesagt. Wir müssen schon beide sehr gut bezahlte Jobs haben, um uns hier dieses Leben zu leisten. Deswegen ist es nicht so Mhm. ganz, dass man jetzt sagt, oh, wir leben so den Tag hinein und dann gucken wir mal, was passiert. Aber es ist schon so, dass natürlich einerseits man hier nicht so, es ist hier einfach nicht so wichtig, dass man jetzt so groß Geld anspart. Ja, damit, also gerade wenn du in Tel Aviv lebst, das Ziel setzt sich gar niemand, weil das schaffst du eh gar nicht. Und es ist auch Mhm. nicht so wie in Deutschland, dass du irgendwie sagst, oh, die Miete darf nur so und so viel Prozent vom Gehalt sein. Das ist ja alles völlig egal. Ja, also ich meine, Hauptsache du kannst irgendwie deine Miete zahlen. Mhm. Und dann glaube ich, dass natürlich das schon stimmt, was du gesagt hast, es gibt hier viel weniger Angst vorm Scheitern. Ich Mhm. glaube, das liegt einerseits daran, dass einfach ähm, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, dass das traditionell so ist, aber Juden natürlich, dadurch, dass sie in den meisten Ländern immer überall komplett, also sie durften ja die Hälfte der Jobs gar nicht machen. Und ich glaube, deswegen musste man immer schon sehr erfinderisch sein. Und gerade Mhm. Israel ist natürlich ein großes Land der Improvisationskunst. Ne? Also was hier innerhalb von kürzester Zeit, denn es ist ja ein junges Land im Vergleich zu den meisten anderen Ländern, was hier innerhalb von kürzester Zeit irgendwie auf die Beine gestellt werden konnte, funktionierte nur, weil man sehr, sehr viel Mut hatte zur Improvisation und weil man eben keine Angst vorm Scheitern hat. Ich glaube, das ist aber Ja. auch was Amerikanisches, was hier sehr, also die amerikanische Kultur hat ja einen sehr großen Einfluss auf die israelische. Und dieses Mal ausprobieren und in der Startup-Szene sagt man ja sogar, wenn jemand nicht schon mindestens 5 Startups an die Wand gefahren hat, dann bekommt er hier gar keine Finanzierung.
Also das Mhm. Scheitern wird hier sehr geschätzt, weil man einfach ja bei jedem Scheitern natürlich sehr viel lernt. So. Und das Ja. ist ein wahnsinniger Unterschied zu Deutschland. Und ich glaube, dass ich auch, also ich war schon immer sehr direkt und ich war schon immer sehr laut für deutsche Verhältnisse. Das heißt, In das Israel kam mir hier reguliert sich sofort. das dann wieder. Ja, hier bin ich einfach normal. In Deutschland war es sozusagen auffällig. Aber das kam mir hier sehr schnell zugute, dass ich einfach nicht ja, mich nicht irgendwie ducke, sondern dass ich irgendwie auch ein bisschen, also ich bin auch ein bisschen agro und so, und das passt ja schon gleich ganz gut rein. Aber ich habe hier, also ich bin viel lockerer geworden, sehr viel lockerer. Also ich glaube, ich habe immer noch eine sehr deutsche Arbeitsethik und ich habe immer noch so Pünktlichkeit, also das ist mir schon immer noch sehr wichtig. Ich bin immer noch extrem verlässlich, wenn ich sage, so machen wir das, dann machen wir das auch so. Das ist bei mir nicht irgendwie so wischiwaschi. Mhm. Was in Israel, also das ist hier, es gibt auch solche und solche, aber ne, das wird hier manchmal ein bisschen lockerer gesehen, also auch gerade so Zeit und solche Dinge. Oder auch Abmachungen, die dann irgendwie nicht mehr ganz so hundertprozentig so sind. Ja. Aber insgesamt bin ich doch, ja, also weißt du, ich kann mich jetzt mittlerweile auch heute für morgen verabreden oder manchmal, wenn ich ganz crazy bin, sogar heute für heute. Ja, so nachmittags wollen wir uns heute Abend treffen. Okay. Und ich bin, was extrem ein Unterschied ist zu früher, ich bin viel offener geworden, was mein Haus angeht. Also ich habe das früher, ich war nicht so ein super Gastgeber, also ich war jetzt auch recht jung und so, ne, aber ich habe so, ja, jetzt können auch alle wieder gehen oder wenn jemand, irgendwie, wenn ich eine Party geschwimmt habe, habe ich jetzt auch nicht super krass was aufgefahren. Und das hat sich hier schon sehr geändert. Also ich habe mittlerweile echt so ein offenes Haus. Man kann bei mir auch spontan klingeln. Das war früher nicht so. Wenn jemand spontan geklingelt hat, habe ich mich irgendwie hinter der Tür versteckt und gedacht, warum kommen denn die Leute jetzt hier spontan und melden sich nicht an? Essen. Essen ist noch so viel wichtiger geworden in meinem Leben. Meine Güte. Also das sind so, glaube ich, Sachen, die haben mich hier sehr verändert. Und also ich würde sagen zum Positiven, aber ich gucke auch nicht Mhm. zurück, ganz ehrlich. Also das ist halt so, wie Ich es bin ja ist. mal einen Tag früher nach Israel geflogen, weil wir gesagt haben, wir treffen uns mit den ganzen Leuten am Strand, habe ich extra meinen Flug verschoben und dann kam ich in Israel an Und und es dann war nicht war so mehr da. keiner da. Und dann denke ich mir so, hallo, waren wir nicht verabredet? Ja, das haben wir ja jetzt noch gar nicht so festgemacht. Das war ja eher so, mal gucken. Da Und habt ich ihr denke mal mir, spontan. ich habe meinen Flug verschoben. Für mich war das schon eher so ein festes Treffen. Ja Aber gut, gut. das ist aber auch ein Extrembeispiel, muss ich sagen. Also Ja. ich habe hier schon bei meinen Freunden, glaube ich, viel Glück, weil ich habe schon die mir rausgesucht. Also die meisten haben auch noch irgendwie einen anderen kulturellen Hintergrund. Also so meine drei besten Freundinnen haben eigentlich alle, also die eine ist in der Dominikanischen Republik aufgewachsen, die andere ist zum Teil in Belgien aufgewachsen. Also das sind schon Leute, die auch mal was anderes gesehen haben. Und ich glaube, so passt das für mich auch am besten. Also, Mhm. ne, das passt dann irgendwie, glaube ich, besser. Weil so dieses super israelische, aber ich habe ja meine Familie, meine Schwiegerfamilie, die sind alles wirklich komplett israelisch und mit denen komme ich mittlerweile auch sehr gut klar. Also insofern geht das schon alles. Alles gut. Dein Ja. Leben ist ja echt total abseits von einem 0815-Job und einer normalen Beziehung. Das ist ja schon sehr außergewöhnlich jetzt von deutschen Verhältnissen zu jetzt. Hättest du damals gedacht, dass dein Leben so aussieht oder dachtest du eigentlich so Haus, Vorgarten, Golden Retriever? Oder hast du immer schon gedacht, dass dein Leben so ein bisschen anders läuft? Nee, also ich habe bestimmt, also so wie es jetzt geworden ist, das habe ich mir nicht aufgemalt, weil also ich komme ja aus einer Kleinstadt an der Ostsee und es gab bei uns keine Juden zum Beispiel und deswegen war das gar nie ein Thema für mich. Aber ich glaube, ich wusste relativ früh, also eigentlich seitdem ich glaube ich dann so in der Pubertät war und das erste Mal so richtig verknallt war in jemanden, der Spanier war. Also ich habe relativ früh geahnt, mit den deutschen Männern und mir, das wird vielleicht nicht. Und insofern, das war, glaube ich, mir relativ früh klar. Und ich komischerweise wollte ich immer so ein bisschen im Ausland leben. Auch als es dann passiert ist, war es für mich relativ schwer und viel schwerer, als ich gedacht habe. Aber ich glaube, ich hatte immer so ein bisschen das Bedürfnis, nicht, also so Vorgarten, Golden Retriever, das war definitiv nie mein Traum. Ganz bestimmt nicht. Also ich bin ja dann auch relativ, also ich bin jetzt im Studium einfach nach Berlin gegangen und Berlin ist ja zum Glück so eine Stadt, wo du irgendwie relativ schnell so ein bisschen das Gefühl von große, weite Welt hast. Und Ja. ich glaube, das ja, also das war schon auch
für mich eigentlich immer klar, dass ich jetzt nicht, also wobei ich das andere nicht verurteile. Ich finde das total okay. Ich habe immer noch eine sehr gute Freundin, die wohnt immer noch in unserer Heimatstadt und die ist wirklich kein Kleingeist. Wir haben früher zusammen Theater gespielt, die macht immer noch ganz viel Theaterprojekte. Ne? Also ich glaube, es ist beides total okay. Ich glaube nur für mich war immer so ein bisschen, ja, der Wunsch vielleicht so ein bisschen auch der Wunsch nach einer Fremde. So nach was anders ist irgendwie als ich selbst. Sowohl in Total. meinem Partner als auch irgendwie in meinem Wohnort oder so. Ja. Du arbeitest ja als Autorin, das ist ja so ein Traumberuf für ganz viele Leute. Was würdest du jemandem empfehlen, der davon auch leben will oder so einen Einstieg? Hast du da irgendwelche Tipps, die du mitgeben kannst? Also erstmal schreiben. Ich glaube, dass man Schreiben nicht lernen muss im Sinne von an eine Uni gehen und das studieren, sondern ich glaube, dass man einfach ganz viel schreiben muss und bereit sein muss, erstmal 5 Bücher in den Müll zu werfen. Vielleicht nicht 5 Bücher, ja. Also ich habe noch kein Buch in den Müll geschmissen, zum Glück, aber viele Texte musst du bereit sein, einfach auch wieder wegzuwerfen, weil sie einfach nicht gut sind. So. Und aber du musst schreiben und du musst viel schreiben, um irgendwie davon leben zu können, glaube ich, und um so gut zu werden. Und ich glaube, was auch wichtig ist und was die wenigsten Leute machen, wenn sie schreiben, ist, sich was zu trauen. Also nicht Angst zu haben beim Schreiben und zu viel in deinem Kopf zu sein und zu denken, oh, das kann ich jetzt aber nicht schreiben oder zu kompliziert zu denken, sondern es muss einfach so, das Schreiben ist so ein bisschen, weißt du, so Herz direkt auf Papier, ohne vorher durch den Kopf zu gehen. So, wenn das so ist, dann ist es am besten, finde ich. Also natürlich sollte man auch ein bisschen nachdenken beim Schreiben, sonst, ne? Aber so jetzt vom Gefühl her irgendwie. Ja. Und ganz praktisch, glaube ich, also ich habe eine Agentin, mit der ich auch, also eine Agentur, mit der ich von Anfang an arbeite. Also seit Guten Morgen Tel Aviv habe ich diese Agentur. Shout out zu Petra Eggers, sehr, sehr tolle Agentur, und zu Nora, meiner super Agentin. Und das hilft total, weil einfach, wenn du eine Agentur hast, die kümmern sich um das Ganze, um den Verkauf deiner Bücher. Also quasi, bei mir läuft es ja so, dass ich ich verkaufe quasi eine Idee oder eine Leseprobe, mache einen Vertrag mit einem Verlag und erst dann schreibe ich das Buch zu Ende. Also ich habe persönlich noch nie ein Buch fertig geschrieben und erst dann an den Verlag verkauft. Das kann man auch machen. Aber dadurch, dass ich davon lebe, arbeite ich eigentlich mit Vorschüssen und schreibe es dann erst zu Ende. Und dieses Prinzip geht einfach mit einem Agenten oder einer Agentin sehr viel besser, weil die bieten das Buch dann an, mehreren Verlagen, und dann sagen die Verlage, wer interessiert ist, und dann bieten die irgendwie, jeder bietet dann Geld, und manchmal, wenn es gut läuft, bieten ganz viele, und dann kriegst du am Ende auch irgendwie was, wovon du leben kannst. Wobei natürlich insgesamt auch die Buchbranche, also leichter wird es für uns alle nicht. Also wenn ich mir angucke, mit was für Vorschüssen ich angefangen habe und wo ich jetzt bin, also nun ja. Also mein letztes Buch habe ich, also ich habe ja jetzt mein letztes Buch jetzt quasi fast fertig. Aleph wird es heißen, und es kommt nächstes Frühjahr raus bei HarperCollins. Und das ist ein Buch, das habe ich geschrieben, das ist ein absolutes Lebensprojekt für mich, dieses Buch zu schreiben. Und ich habe da wirklich alles reingetan, was ich habe. Aber Geld verdient habe ich damit nicht. Also wenn ich das runterrechne, was ich mit dem Buch verdient habe, davon kann kein Mensch leben. So. Das ist halt schon was, das ist mies und das ist tragisch, weil dann immer weniger Leute schreiben oder nur noch die es sich leisten können. Ich konnte es mir nur deswegen leisten, weil ich einfach vorher sehr, sehr viel geschrieben habe in sehr kurzer Zeit und dadurch einen ganz guten Puffer hatte irgendwie finanziell. Aber wenn du gerade erst anfängst, ist es einfach, und neben dem Job zu schreiben, ist auch nicht leicht. Also das ist schon echt keine leichte Branche mehr irgendwie, rein finanziell. Ja. Und dann kommt dazu eben das ganze Elend mit Schreibblockade und worüber überhaupt schreiben. Also ich finde immer, das erste Buch ist das Beste, wenn du was schreibst, was du einfach sehr gut kennst. Also Guten Morgen Tel Aviv war für mich einfach, ich habe was erlebt, bin abends nach Hause gegangen, habe runtergeschrieben. So, und da habe ich sehr viel Glück gehabt, weil ich einfach was Aufregendes erlebt habe. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt, wenn du schreibst. Du musst mehr erleben, als du schreibst. Also du mehr leben als arbeiten. Und dann hast du auch was zu erzählen. Wie sieht denn so ein Arbeitsalltag aus? Kann man da überhaupt sagen? Also gibt es da irgendwie einen Verlauf, der ähnlich ist, oder ist eigentlich jeder Tag komplett anders? Nee, weil ich bin sehr deutsch vielleicht oder sehr strukturiert, aber also im Moment ist natürlich alles hin, weil Corona und Kinder zu Hause und keine Kita mehr und irgendwie bla. Aber normalerweise, also ich schreibe sehr gerne morgens, ist aber auch super unterschiedlich. Ich kenne super viele Autoren, die abends besser schreiben oder nachts sogar.
Kann ich gar nicht. Ich muss gleich am besten morgens um 6 aufstehen und dann schreibe ich einfach bis um 13 Uhr durch, wenn es gut läuft. Ist nicht immer so. Und dann gibt es natürlich verschiedene Phasen. Also ich hatte jetzt zum Beispiel, mein neues Buch Aleph ist, also fängt quasi in den 80er Jahren an in der DDR und spielt aber auch in Israel schon in den 80er Jahren. Das heißt, ich musste sehr, sehr viel recherchieren. Wirklich, also ich habe Dokumentationen gesehen ohne Ende, mit Leuten gesprochen, Leute interviewt und so weiter. Und das kann ich zu allen Zeiten machen. Schreiben kann ich meistens nur morgens. Also wenn ich morgens den Moment verpasse, um zu schreiben, oder wenn ich einfach merke, oh scheiße, heute wird's nichts, dann bräuchte ich eigentlich auch nachmittags nicht nochmal probieren, weil das ist einfach nicht meine Zeit. Aber das, glaube ich, ist super individuell. Aber ich glaube schon, dass es relativ wichtig ist, fast jeden Tag zu schreiben. Also nicht mal hier so ausnahmsweise, sondern wirklich, das Schreiben ist dann einfach deine Arbeit so und das machst du dann einfach. Und manchmal ist es auch okay, einfach Scheiße zu schreiben, aber du schreibst so und dann guckst du am nächsten Tag wieder rauf und also ich habe oft, dass ich Kapitel einfach erstmal runterschreibe, weil ich mir denke, ja scheiße, ich schreibe heute wie, als wäre ich behindert, aber ich muss jetzt einfach mal schreiben so. Und am nächsten Tag gucke ich rauf und sehe, oh, ist alles Kraut und Rüben, aber dann sortiert man es irgendwie und am Anfang denkt man so, oh Gott, was ist das für ein Kapitel, hier kommt ja gar keine Ordnung rein, aber irgendwann dann kommst du über so einen Punkt drüber und dann wird es auch wieder ordentlich. Nicht Magst du noch mal aufgeben. kurz, wollte ich sowieso am Ende noch fragen, aber kannst du noch mal kurz über Aleph so eine kleine Preview geben, worum es so grob geht in den 80ern, DDR und hier und was noch? Und was noch? Aleph ist die Geschichte von Maya und Eitan. Und es ist, das kann man ganz offen und ehrlich sagen, eine Geschichte, die sehr auf meiner Geschichte basiert, aber dann im Einzelnen sehr unterschiedlich ist. Also Maya ist quasi Deutsche, in der DDR geboren und Eitan ist Israeli. Und ich erzähle quasi die Geschichte von beiden, aber auch von ihren Familien. Es geht sehr viel um Identität, es geht um Religion, es geht um deutsch-israelische Geschichte, würde ich sagen. Es geht aber auch sehr viel um die Geschichte der Länder getrennt voneinander. Also es geht irgendwie zum Beispiel, es gibt 2 Kapitel, die sich komplett der Wende widmen. Es gibt ein Kapitel, was sich Rostock-Lichtenhagen widmet. In Rostock-Lichtenhagen war 1992 Pogrome, Ausschreitungen gegen ein Heim, wo vietnamesische Gastarbeiter gelebt haben, das quasi fast abgebrannt wurde. Und ich bin ja in Rostock geboren, das heißt, es ist für mich irgendwie eine Geschichte, die mir sehr nah ist und das ist allein ein Kapitel, widmet sich sozusagen diesen ganzen Geschehnissen und es ist quasi eine Liebesgeschichte, aber eingebettet in eben die Geschichte dieser beiden Länder und irgendwie sehr viel Historisches auch. Oh mein Gott, das erste Mal hat mich jemand nach diesem Buch offiziell gefragt. Ich hätte vorher vielleicht mal drüber nachdenken sollen. Ich hoffe, das war jetzt nicht ganz so wirrwarr, wie es sich angefühlt hat. Ich freue mich auf jeden Fall schon mega. Nächsten Frühjahr hast du gesagt, ne? Genau, ich bin jetzt also ich habe das Lektorat gerade wiederbekommen und werde mich jetzt ab nächster Woche ransetzen und nochmal, was meine Lektorin so angemerkt hat, nochmal alles überarbeiten. Das dauert noch ein bisschen und dann machen wir weiter und dann nächstes Jahr zur Leipziger Buchmesse, die dann hoffentlich wieder normal stattfinden wird, mit vielen Lesungen und allem drum und dran. Cool. Du schreibst ja nicht nur Bücher, sondern auch Kolumnen. Ich lese ja immer wieder gerne Israel zwischen den Zeilen, finde ich immer super, die Texte, die du da schreibst. Du bist aber jetzt auch gerade, habe ich gesehen, auf Instagram mit deinem ersten Theaterstück rausgegangen. Ja, das habe ich aber nicht geschrieben. Ja, da habe ich Regie geführt. Genau. Ah, wow. Okay. Wo steckt so am meisten Herzblut drin und wo kommt noch mehr in Zukunft? Also das Schöne ist ja, wenn man kreativ ist, also Kunst ist ja sehr fluide. Also ich habe dadurch, dass ich Regie geführt habe in einem Theaterstück, ganz viel auch zurückbekommen fürs Schreiben. Also das ist ja, also wir planen jetzt, das ist natürlich mit Corona irgendwie alles abgesagt und wir hatten auch noch Vorstellungen und das muss natürlich irgendwie alles absagen. Aber ich habe jetzt schon das nächste Theaterprojekt, was ich irgendwie im Kopf habe. Und da werde ich auch selber dann Texte schreiben für. Deswegen, also ich finde, das geht ja alles sehr gut Hand in Hand. Und ich glaube, dass ich alles brauche. Also wenn ich journalistisch arbeite und für Israel Zwischenzeilen treffe ich super oft super interessante Leute. Ich habe zum Beispiel auch an einem großen Projekt gearbeitet, das heißt Common Land. Das ist ein Buch mit wirklich israelischen Geschichten, das ist auch also auf Deutsch und auf Englisch erschienen.
Da habe ich die tollsten Leute für getroffen, unter anderem Awa, die ganz tolle Band, die ja in Deutschland auch relativ bekannt ist. Dann Uri Buri, was dann deutsch, also der hat deutsche Wurzeln, ein israelischer Koch ist, der ein fantastisches Restaurant hat in Akko. Fatma Shanan, eine außergewöhnlich tolle drusische Künstlerin. Also ich treffe so viele interessante Leute und da nehme ich wieder auch Geschichten zurück für meine Bücher. Also ich könnte, glaube ich, das eine oder das andere würde nicht funktionieren. Das muss schon irgendwie alles zusammen sein. Und deswegen bin ich auch zum Beispiel, also ich habe früher sehr viel Theater gespielt und habe das auch ein bisschen vermisst. Und war eigentlich so in den letzten Zügen von meinem Buch und dachte so, okay, jetzt haltst du dir hier auf, Regie zu filmen, bist du eigentlich verrückt geworden und dachte so, wenn meine Lektorin das wüsste, die würde wahrscheinlich die Wände hochgehen. Aber am Ende ist das alles gut. So. Also alles, was irgendwie dich noch weiter stimuliert, glaube ich, ist gut. Und das ist das Tolle, wenn man selbstständig ist, dass du irgendwie ganz viele Sachen machen kannst und irgendwie dich ständig neu erfinden kannst. Du hast natürlich auch viel Unsicherheit und musst irgendwie gucken, wie du deine Miete zahlst, aber du hast eben auch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Total. Kannst du dir denn auch vorstellen, selbst wieder bei einem Theaterstück zum Beispiel mitzuspielen, also auf der Bühne zu stehen? Ja, das ist lustig. Das war eigentlich, also ursprünglich hatte ich das überlegt und dann hat mir eben eine Bekannte gesagt, du guck mal, da suchen sie Regisseure, vielleicht ist das was. Und dann dachte ich so, oh, Moment mal, das passt ja viel besser. Ich sage ja am liebsten Leuten, was sie tun sollen. Und habe dann gemerkt, also ich hatte einen ganz, ganz, ganz tollen Cast. Also ich hatte wirklich einen ganz, ganz, ganz tolle Schauspieler. Also es ist auf Englisch, ist ein englisches Theater hier in Tel Aviv und ich hatte 2 Südafrikaner, ich hatte aber auch Israelis, ich hatte eine Amerikanerin. Also es war so, wir waren echt ein ganz, ganz tolles Team und es hat extrem viel Spaß gemacht. Aber wenn ich die auf der Bühne gesehen habe, war ich ehrlich gesagt froh, dass ich nicht mehr auf die Bühne gehen muss. Also ich war bei der Premiere, also ich habe nicht so Lampenfieber, muss ich sagen, weil ich glaube ich einfach viel Theater gespielt habe früher. Aber ich war, glaube ich, sehr viel weniger aufgeregt, als ich gewesen wäre, wenn ich auf die Bühne gemusst hätte und auch so Texte lernen und so. Oh, ich glaube dafür. Ich meine, ich konnte am Ende alle Texte, weil als Regisseurin kannst du meist dann irgendwann einfach alle Texte, weil es auch musst. Du kannst ja nicht ständig selber aufs Textbuch gucken. Aber das hat, also ich muss sagen, das Regie hat mir schon noch sehr, sehr viel mehr Spaß gemacht, weil es viel umfassender ist. Du kannst einfach viel krasser deine Vision reinbringen, während du natürlich als Schauspieler so ein bisschen zwar auch was reinbringen kannst von dir, aber du bist mehr wie so ein Werkzeug und die Regie ist schon eher das, was so alles zusammenbringt irgendwie. Das fand ich extrem toll. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Was gibt's Kann man noch? auch übrigens online, man kann es auch online gucken bei YouTube. Echt? Wann man auch immer den Link mal nachdingsen könnte. Ja, genau. Roi und Gal hieß das Stück. Stage okay, also falls du den Link noch kriegst, kannst du mir den gerne schicken, dann mache ich den mit rein. Ich gucke es mir auf jeden Fall an. Und Common Land wollte ich mir auch immer holen. Wo kann man das denn zum Beispiel bestellen, das Buch, was du gerade erzählt hast? Ich glaube, das kannst du ganz normal, also man sollte es vielleicht nicht bei Amazon bestellen, weil wir alle Amazon irgendwie verachten als Schriftsteller, aber man kann es da, glaube ich, bestellen. Man kann es aber auch direkt bei der Agentur bestellen, die das verlegt hat. Das ist, da schicke ich dir auch einen Link. Dann kann man es auch mit reinmachen. Es ist ein ganz, ganz tolles Buch geworden. Nicht nur, weil ich dafür geschrieben habe, sondern weil der Matthias, der das sozusagen gemanagt hat und der auch die ganzen Fotos gemacht hat, einfach also extrem, eine ganz tolle Grafikerin gehabt, die das ganz toll gemacht hat. Also es ist wirklich ein extrem tolles Projekt, muss ich sagen. Ich hoffe, wir machen da irgendwann auch weiter. 2020 läuft ja für uns alle jetzt so ein bisschen anders, als wir das vielleicht geplant hatten. Ein bisschen. Was kommt bei dir jetzt noch? Musstest du schon Sachen absagen? Irgendwas, was noch kommt oder nicht mehr kommt? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das sehr anders vorgestellt dieses Jahr. Ich glaube, es geht uns allen so. Ja, also ich sollte eigentlich morgen nach Zypern fliegen. Wir wollten Urlaub machen zusammen mit meinen Eltern, meinem Mann, die Kinder. Da bin ich sehr, sehr traurig drüber, weil ich einfach meine Eltern natürlich auch nicht so oft sehe und ich auch einfach sehr, sehr gerne in den Urlaub fahre und ich Zypern sehr gerne mag und das für uns irgendwie super geil ist, weil es 40 Minuten Flug ist. Aber muss mir absagen, ich sollte nach Berlin fliegen im März, hatte einen großen Termin mit meinem Verlag, mit meiner Lektorin und noch mit einer anderen Sachbuchchefin vom Verlag, mit der ich ein neues Buch ausklügeln wollte. Muss ich absagen, neues Buch auch schwierig. Die Verlage sind im Moment sehr, 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 sehr zurückhaltend, was neue Verträge angeht, weil sie selbst nicht so richtig, glaube ich, absehen können, wie sich das alles für sie auswirkt. Das heißt, also das ist wirtschaftlich schwierig gerade. Ich hatte jetzt nicht so den Fall, dass bei mir so viele Projekte abgesagt wurden, weil ich einfach
Also ich meine, News gehen zum Glück immer. Mhm. Aber also ja, das neue Buch weiß ich jetzt nicht. Also ich habe eine ganz gute Sachbuchidee und da sind wir irgendwie im Gespräch, aber ich weiß nicht, wann der Verlag sich dazu durchregen wird, da jetzt mal einen Vertrag zu machen, einfach wegen der Situation. Ja. Plus, Ja, ich meine, schwierig. meine Eltern sind in Deutschland, zwei meiner besten Freundinnen sind in Berlin. Und es ist schon hart. Also die wollten zum Beispiel jetzt an meinem Geburtstag am 10. Mai nach Tel Aviv kommen. Ich habe am Zwei 14. meiner Mai auch ein Stier. Oh, auch ein Stier. Hello, hello. Hello, hello. Ich bin nicht so ein super typischer Stier. Also ich weiß immer nicht, ob ich an ein Sternzeichen glauben soll. Also ich bin sehr treu und ich bin sehr essensfokussiert und ein bisschen faul. Aber bei anderen Sachen bin ich gar nicht schwierig. Ja, aber du kannst ja Nee, auch einen Aszendenten, weil ich reise ja auch so ja, viel, das das ist passt ja bei eigentlich auch mir nicht zum Stier. vage. Das macht gar keinen Sinn. Also vage bin ich noch Nee, viel weniger. ja, Also okay, ich das bin macht ja eher, auch keinen glaube ich, so Sinn. ein Widder. So, also mein einer Sohn ist Widder und wir passen sehr gut zusammen. Aber ja, also die wollten kommen zu meinem Geburtstag und ich bin normalerweise niemand, der so einen großen Deal aus seinem Geburtstag macht. Aber als sie dann gesagt haben, Mhm. ja, wir kommen an deinem Geburtstag und so, dann habe ich mich natürlich schon gefreut und jetzt ist natürlich gar nicht klar, ob wir das machen können. Und es Ja, sind alles so, weißt du, es sind alles ein bisschen Luxusprobleme. Also gut, der neue Vertrag nicht, das sind tatsächlich wirtschaftliche Sorgen, die ich da habe. Aber es mhm. ist viel natürlich Luxus, nicht in Urlaub fahren können und so, aber es ist eben auch viel Sozialleben und es ist mit seiner Familie zusammen zu sein und mit seinen Freunden und es ist alles so ein bisschen, Ja, ja, tragisch, dass das irgendwie jetzt so ist, wie es ist. Aber wenigstens habe ich das Gefühl, das Klima erholt sich gerade ganz gut. Also das ist ja ja. immerhin was Schönes. Man kann jetzt nach Jaffo gucken, das kannst du dir nicht vorstellen. Also ich habe noch nie Jaffa so klar gesehen. Also wir wohnen, weiß ich nicht, 3 Kilometer von Jaffo weg, würde ich sagen. Und am Strand, also der tollste Blick, weil einfach die Umweltverschmutzung, glaube ich, weg ist. Der Smog. Ja. Oh, ich Also liebe das ist Jaffo. schon toll. Ja, sehr schön Old da. Man in the Sea, mein Lieblingsrestaurant. So schön Ah am ja. Wasser. Also wenn du das liebst, das nächste Mal, wenn du kommst, musst du nach Akko zu Uriburi. Okay. Wirklich. Also das ist, es ist wirklich mit Abstand das beste Restaurant der Welt. Also er hat einfach Essen, da träume ich manchmal nachts von. So. Manchmal wache ich auf und denke, und außerdem ist er ein Original. Er ist ja wirklich einer der interessantesten, tollsten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Cool. Ja, das war's auch eigentlich schon. Wenn du noch irgendwas hast, was du uns preisgeben möchtest, dann gerne. Aber von meinen Ich habe Fragen das war's. Gefühl, ja, ich habe genug gelabert. Oh, und ich tappe hier auch so rum auf meinem Stuhl. Es ist wirklich, ich habe im Moment sehr wenig Bewegung. Ich glaube, es ist nicht gut. Ja, wir alle. Ja, Cool. Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War echt super, ja super nett danke mit dir zu dir. quatschen. Ja, Dito. Und genau, dann kannst du jetzt quasi die Aufzeichnung ausmachen.